Dies ist eine der bekanntesten Bremsanlagen der Welt. Sie wurde in unzähligen Yamaha-Modellen ab ca. dem Jahr 2000 verwendet. So zum Beispiel auch in der R1, der R6, der FZS 1000, der FZS 600, den TDM-Modellen und weiteren. In diesem Video zeige ich euch, wie ich an meiner FZS 1000 Baujahr 2002 die hinteren Bremsbeläge gewechselt habe. Kein eigenes Video gibt es für den Austausch der vorderen Bremsbeläge, denn es sind exakt dieselben Schritte vorzunehmen. Um den Bremssattel abzunehmen, muss ich zuerst die zwei Schrauben lösen. Bei den vorderen Bremssätteln wären diese Schrauben zu lösen. Mit etwas Verkanten kann ich den Bremssattel abnehmen und spannungsfrei ablegen. Gehalten werden die Bremsbeläge von einer Klammer und zwei Führungsstiften. Diese Führungsstifte kann man nicht einfach durchtreiben, denn jeder dieser Stifte ist mit zwei kleinen Splinten gesichert, die vorher entfernt werden müssen. Hier die Detailansicht von Führungsstift und Splint. Erst danach können diese Stifte durchgedrückt werden. Wenn dann noch die Klammer entfernt wird, fallen die Bremsbeläge quasi von selbst raus. Neue Bremsbeläge sind logischerweise wesentlich dicker als die alten. Um Platz für die neuen Beläge zu schaffen, müssen die Bremskolben zurückgedrückt werden. Dafür braucht man kein Spezialwerkzeug, es tut auch so eine Schraubzwinge. Sie sollte allerdings nichts verkratzen. Aber Achtung! Es ist dabei, der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit im Auge zu behalten. Denn durch das Zurückdrücken der Bremskolben steigt der Pegel jetzt hier an. Droht der Pegel überzulaufen, ist vorher etwas Bremsflüssigkeit zu entfernen. Das kann zum Beispiel mit einer Spritze oder ähnlichem geschehen. Jetzt ist es Zeit, die neuen Bremsbeläge einzulegen. Man sieht deutlich, dass sie sehr viel mehr Platz benötigen als die alten abgefahrenen. Die Klammer wird wieder eingesetzt und der erste Führungsstift durchgeschoben. Beim zweiten Stift müssen wir etwas arbeiten, denn die Klammer steht jetzt unter Spannung. Die Stifte drehe ich nun etwas, dass die Löcher für die Splinte nach oben zeigen. Dann kann ich alle 4 Splinte nacheinander einsetzen. So, und jetzt setzen wir den Bremssattel wieder auf. Und ziehen dessen Schrauben mit 40 Newtonmetern an. Dieses Anzugsmoment gilt auch für die vorderen.